und daraus der Mittelwert gebildet. Also da muss man zweimal einen verschiedenen Sprung zeigen. Aus verschiedenen Sprunggruppen. Aber so wie das aussieht bei dem Südkoreaner, wird er auch dazu in der Lage sein. Ganz erstaunlich, das begann eben mit Jörg Ruhl und setzt sich jetzt fort. Und da haben die Südkoreaner sogar die Chance, 2 Medaillen am Pferdsprung zu gewinnen. So, wir gehen zum Boden. Das ist Ja Kiao. Wenn die Zuschauer im Hintergrund stöhnen, dann ist dann eine Turnerin oder ein Turner bei einem anderen Gerät vom Gerät gefallen oder hat den Abgang nicht ordentlich zum Stand gebracht. Das Publikum geht natürlich mit und hat dann auch etwas Mitleid mit demjenigen Akteur. Und wenn es immer so laut ist in der Halle, dann hat das auch einen ganz einfachen Grund. Falls Sie sich später zugeschaut haben, wir haben es schon mal kurz erwähnt, gleich am Anfang, am heutigen Morgen. Wir starten ja immer um 8 Uhr. Die Schulklassen haben frei und dürfen die Qualifikation hier besuchen. Und entsprechend ist halt dann auch der Lärmpegel, der natürlich immer dann noch besonders anschwillt, wenn ein Turner oder eine Turnerin aus Australien an den Start geht. So, das war das Zeichen und der Blickkontakt zur Oberkampfrichterin, die damit auch sagt, das Kampfgericht ist bereit. Ja, das reicht dann nicht. Ja, schade. Die Übung lief eigentlich sehr, sehr schön. Hat auch die Vorwärtsreihen in einer fast perfekten Ausführung uns gezeigt, den Kampfrichtern gezeigt. Also aber da kann man dann auch nicht mehr abbremsen, wenn man merkt, die erste Schraube funktioniert nicht hundertprozentig. Das ist dann ein Automatismus, der greift. ja, die Bewegung ist dann drin. Man möchte auch weiterspringen. Man kann dann nicht sofort die Rückkopplung finden und sagen, nein, ich mache jetzt keinen Salto mehr rein, ich möchte bloß die Schraube dann ordentlich zum Stand bringen. Also man hat auch ein anderes Ziel. Jetzt sehen wir das nochmal. Ja, der Absprung, der war viel zu zeitig. Der Boden, man muss erst warten, ehe der Boden richtig wirft. Sie hat praktisch gegen die Wucht des Bodens gekontert und in den Knie dann ist sie eingebrochen. Das kann man nicht mehr halten. Ne? Ja, also auch die chinesische Abordnung, da gibt es viel Licht, da gibt es aber auch einiges an Schatten. Aber das trifft, wie es aussieht, am heutigen Tag fast alle Nationen querbeet. Die Chinesen, die Amerikaner, die Deutschen. Mal abwarten, wie der Mehrkampf verläuft.
6 Geräte für die Herren, 4 Geräte für die Damen. Und man vergisst ja oft, Silvio, dass die Damen und auch die Herren mittlerweile auch schon an der Pflicht arbeiten müssen. Denn die Pflicht ist noch nicht ausgestorben. Ja, die Pflicht wird in Dortmund zur Turn-WM wird die das erste Mal vorgeführt werden müssen. Eine neue Pflicht? Eine völlig neue Pflicht, die nächsten 4 Jahre. Die Wertung ja 8,937. Wurde natürlich hart bestraft dann, der Sturz. Aber an der Pflicht ackern die Turnerinnen und Turner natürlich auch hart. Und ich kenne die Pflicht von den Turnern. Es gibt dort knifflige Strukturen und Verbindungen, die man erstmal neu erlernen muss. Das ist natürlich eine sehr, sehr